dann direkt dann in die Kamera, ne? Ja, ja, direkt in die Kamera. Okay, läuft. Okay, also erste Frage, woher kommst du musikalisch sozusagen, was sind deine Vorbilder und Wurzeln? Ich komme musikalisch eigentlich aus der Haustradition und aus der ähm, tanzenden Tradition. Also das heißt, für mich ist es die schwarze Musik gewesen, die mich am Tanzen gehalten hat und zum Tanzen gebracht hat. Und traditionsmäßig bin ich eigentlich eher in Amerika ansässig als wie in Europa. Kannst du das vielleicht noch etwas spezifizieren? Also vielleicht also mit der schwarzen Musik Mhm. fand ich am besten, am klarsten. Mhm. Das war so, sagen wir mal, Speziell ist dort Detroit und der Chicagoer Stil für mich ganz entscheidend wichtig. der frühe Hausstil. Ja, der frühe Hausstil und die Weiterentwicklung daraus halt, ne? Also ist schon eher richtig Haus, ne? Was ist für dich so im Moment der angesagte Stil sozusagen? Der für mich angesagte Stil ist eigentlich den ich schon seit 3, 4 Jahren spiele. Also seitdem ich Haus entdeckt habe, ist eigentlich Hausmusik in allen Facetten. Und da ist alles dabei. Weil ich Haus als ganze Musikrichtung für mich entdeckt habe, weil ich in der Musik alles entdecke, was ich früher in der schwarzen Musik auch immer gesehen habe. Und da ist für mich einfach in Hausmusik alles vorhanden, was an meiner tanzenden Sehnsucht irgendwie gebraucht wird. Und von daher spiele ich das als DJ dann auch. Okay. Gibt es andere Musikarten, die du privat zum Beispiel oder persönlich noch gerne magst? Ich mag also zurzeit entdecke ich die alten elektronischen Musiker und da ganz speziell auch im esoterischen Bereich habe ich dort Musik entdeckt und das versuche ich natürlich auch in den Plattenauflegen dann auch ein bisschen mit einzubringen. Kannst du ein paar Namen nennen? Manuel Göttsching wäre einer, Kraftwerk, Popol Vuh, Aeolia. Das sind so Namen, die ich im Augenblick entdeckt habe und da versuche ich jetzt auch ein bisschen weiter noch einen Horizont noch zu erweitern. Was für ein Verhältnis hast du zur Rockmusik, sogenannter Rockmusik? Eigentlich gar kein, ich habe zur Rockmusik eigentlich gar kein Verhältnis, weil das mich überhaupt nicht anspricht. Ich hatte mal ein Verhältnis, weil ich habe mal im Club gearbeitet, wo ich ein breiteres Spektrum hatte. Also da war als Konzept angesagt Independent Music und da war natürlich auch ein bisschen Rock mit bei, aber sonst trifft mich das überhaupt nicht und spricht mich auch überhaupt nicht an. Mhm. Wie siehst du die Zukunft des DJ in vinyllosen Zeiten? Das wird so sein, dass der DJ weiterhin aus dem Underground Vinyl bekommen wird, weil es gibt eine große Menge von DJs, die gar nicht Lust haben, auf CD umzusteigen. Und es wird im Underground und im Independent-Bereich wird es auf jeden Fall Produktionen geben, die weiterhin auf Vinyl sind. Also von daher sehe ich eigentlich gar nicht so schwarz für die Zukunft. Was bedeutet für dich Kraftwerk? Was ist für dich ein Einfluss? Kraftwerk bedeutet für mich eigentlich eine sehr starke Wurzel, eine musikalische Wurzel, ist deutsche Tradition und hat im Tanzmusikbereich entscheidende äh, Entwicklungen auch geprägt, gerade dadurch, dass Afrika Bambaataa die entdeckt hat und damit auch den Hip-Hop dann weiterentwickelt hat. Und gerade in der deutschen Tanzszene ist Kraftwerk also auch nicht wegzudenken. Kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter sagen, was das Wesentliche, was der Punkt ist an Kraftwerk? Ein Kraftwerk ist das Wesentliche, dass sie halt einen ganz bestimmten Stil und Groove hatten, der, obwohl er sehr minimal und sehr avantgardistisch war, doch treibend und anregend war. Und die waren zwar sehr minimal, die ganzen Sachen, die gemacht haben, aber trotzdem hatten die was halt. Wie es halt ist mit minimalen Stücken, das kann man halt irgendwie nicht beschreiben. Da ist halt irgendwie eine Leere vorhanden, die einen irgendwie dann magisch anzieht. Gibt es irgendwas an der Arbeitsweise, was vielleicht auch interessant ist oder vorbildlich ist? Von Kraftwerk? Mhm.
Ne, die haben halt irgendwie lange Stücke gemacht und das finde ich halt irgendwie auch zurzeit sehr gut, wenn in einem Thema eine gewisse Entwicklung vorhanden ist. Also oder zu erkennen ist. Und wenn ich selber produziere, dann ist es bei mir zurzeit auch so der Fall, dass ich mit Stücken, die 4, 5 Minuten lang sind, eigentlich unzufrieden bin, weil für mich da das Thema vielleicht noch nicht richtig ausgearbeitet ist und dann damit eine Interpretation halt mangelhaft ist. Und von daher sind bei mir Stücke, wenn ich sie produziere, dann zeitweise dann auch so 13 Minuten lang oder so. Ne? Also Kraftwerk hat ja da auch den Faible drauf gehabt, auch mal lange Stücke zu machen, um halt ein minimales Thema halt irgendwie in verschiedenen Variationen halt zu interpretieren. Ne? Was ist für dich das Besondere an der Produktion mit elektronischen Instrumenten oder elektronischen Mitteln? Das Besondere ist daran, dass es eigentlich im Prinzip recht einfach ist, damit ein musikalisches Ereignis herzustellen. Und das geht sogar so weit, dass ich ganz minimale innere Melodien, die ich in mir habe, dass ich die ganz einfach rausbringe und das eigentlich damit möglich ist, halt auch quasi endlose Schlaufen damit zu machen und damit eigentlich dann auch eine Möglichkeit besteht, über die minimale Art und dieser endlosen Schlaufen dann in Trance zu fallen. Und das ist eigentlich auch, was mit elektronischer Musik eigentlich auch wirklich möglich ist, weil wenn ich mir angucke, wie lang dieses Stück von Manuel Göttsching, dieses E2, E4 ist, das ist 1 Stunde lang und behandelt eigentlich auch nur ein Thema. Das ist eigentlich so die wahre Trance, wonach eigentlich, ich glaube, so ziemlich jeder Musiker eigentlich auch sucht. Und das ist mit elektronischer Musik halt sehr einfach möglich. Okay, prima. Danke, ciao. Danke.